wenn du von weiten Reisen zurückkommst oder auch nur von nahen und kommst auf dieses Dorf zu und siehst diesen Kirchturm aus dieser Masse von Bäumen herausragen, das hat eine unheimliche Wucht. Das ist für mich Heimat. Ja, das ist halt der Beginn oder ist ein weiterer Schritt zur Zerstörung meiner Heimat. Die Braunkohle, die hier unter meinem Dorf abgebaggert wird, sorgt dafür, dass der CO2-Gehalt in der Luft deutlich höher wird, weil wir haben hier von den 3 in Europa am stärksten CO2 ausschüttenden Kraftwerken stehen 2 direkt hier, 20 Kilometer von hier. Und ja, dafür wird mein Dorf geopfert. Also das ist hart zu ertragen, in der heutigen Zeit noch. Gesundheit ist ein großes Thema in der Nähe von Tagebauen und Kraftwerken. Einfach deswegen, weil natürlich hier die Feinstaubbelastungen, aber auch die anderen Emissionen einfach viel größer sind. Es gibt Familien, die müssen alle 5 Tage ihre Fenster putzen, weil sie sonst nicht mehr durchschauen können. Das gilt vor allem für die Tagebauranddörfer. Und man kann sich ja vorstellen, wenn der ganze Schmutz auf der Fensterscheibe landet, dann landet er auch in unserer Lunge. Ich kann für mich hier sagen, meine Eltern haben Pferde und die haben schon seit 2-3 Jahren unglaubliche Probleme, auch mit Luftverschmutzung, mit Allergien, mit Staub in der Lunge, auch sogar ärztlich bestätigt. Früher habe ich meinen Hof, konnte ich mit dem Schlauch so abspülen. Ne? Das geht gar nicht, ich muss den Hochdruckreiniger nehmen. Und dann ist am Schluss eine Teerbrühe. Und das atmen wir alles ein. Und es sind Leute, die dann durch diese ganzen Krebsfälle, was hier in der Gegend ist, sehr viel, das hängt alles damit zusammen. Ja. Das ist wirklich so. Also furchtbar, aber das sind halt Dinge. Und jetzt war ich eine Woche auf Baltrum, Nordsee. Ich bin jedes Jahr immer gerne an die Nordsee gefahren. Ich mache den ersten Schritt auf die Nordsee, da brauche ich, aber sobald ich hier wieder herkomme, ist furchtbar. Man merkt, dass das irgendwo auf den Schleimhäuten sitzt. Ja. Und wir können nichts da machen, das ist ja das Schlimme. Wir sind dem ausgesetzt. Das gilt ja nicht nur für uns, das gilt ja auch für andere Städte in der Kölner Gegend. Also da kann man auch vorbeifahren und die Lungenärzte werden einem bestätigen, dass gewisse Lungenkrankheiten zunehmen, wenn ein Kraftwerk oder ein Tagebau in der Nähe steht. Es gibt Studien, die wurden 1996 in Auftrag gegeben, die klipp und klar belegen, in der Nähe eines Tagebaus zu wohnen, erhöht die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrankheiten signifikant. Die Studie hat das Land NRW selber in Auftrag gegeben, hat dann gemerkt, ist irgendwie nicht so toll, was dabei rumgekommen ist, Studie nicht mehr erwähnt worden. Das ist das Perfide an Deutschland, dass wir eigentlich wissenschaftlich auf einem wahnsinnig hohen Stand sind und eigentlich viel mehr wissen, als das, wonach wir handeln. Jeder in dem Dorf, ob er oder sie sagt, ich möchte das Sterben des Dorfes nicht sehen, ich gehe früh weg, oder ob er sagt, boah, ich kann meine Heimat nicht verlassen, ich bleibe hier bis zum letzten Tag. Alle sind mit dem Thema psychisch belastet. Das hat schon was sehr, sehr, sehr stark Belastendes. Ich würde mir wünschen, ich müsste nur um meinen Arbeitsplatz fürchten und nicht mein ganzes Leben würde auf links gedreht.
Wenn es einem schlecht ging oder wenn es mir heute schlecht geht, dann setzt man sich in diese Kirche. Die strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Man sitzt hier und man denkt, Mensch, was soll werden? Ich habe hier immer Ruhe gefunden. Und wenn man bedenkt, dass dieser Ort einem genommen wird, einfach so, einfach wegradiert wird, das ist schrecklich. Und wenn so eine Kirche abgerissen wird, das ist für die Menschen, als würde man denen das Herz rausreißen. Das ist ja nicht einfach ein Gebäude, das ist ein Ort, wo man einfach ganz viele Erinnerungen mit hat. Zum Beispiel hat letztes Jahr da vorne noch die Urne von meinem Vater gestanden. Und man hat hier Weihnachten gefeiert. Dann standen nur 2 große Christbäume und dann wurde das Licht gelöscht und dann waren nur die Weihnachtsbäume beleuchtet und dann wurde Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt. Normalerweise ist das immer so ein emotionaler Punkt, wo man denkt, es ist Weihnachten, man ist glücklich. Aber wenn man jetzt Weihnachten hier sitzt und dann hat man Tränen und denkt, die reißen das alles ab. Alles. Das ist schlimm. Ja, es ist so, dass einem jemand eigentlich so den Boden unter den Füßen wegreißt. Ne? Weil man steht erstmal total in der Luft und weiß nicht, ja, wie lange kann ich irgendwas noch machen. Die Kinder fragen, ja, wie lange bleibt das denn noch und können wir nächstes Jahr noch kommen? Und das tut mir schon weh, weil die Pferde, die ich hier habe, die habe ich seit Jahren. Das sind so Familienmitglieder und nicht einfach nur Arbeitsmaterial. Und ich werde mich natürlich, wenn wir das nicht weiterführen können, von einem Großteil der Tiere trennen müssen. Ne? Und dadurch, das tut einem schon weh. Das ist schon. Da denkst du Tag und Nacht drüber nach, da bist du immer mit beschäftigt. Ja, du wirst morgens wach und gehst normal zur Arbeit und konzentrierst dich auf die Arbeit und zwischendurch kommt mal wieder bam, ein Gedanke oder du kriegst ein neues Schreiben von RWE oder es spricht dich ein Nachbar an und sagt, sag mal, wie weit bist du denn schon? Und es geht immer nur um dieses Thema. Man hat ja die 10 Jahre lang diesen Palaver, wegkommen, nicht wegkommen, der siedelt schon um, komme ich mit meinem Geld aus, kriege ich wieder ein neues Haus und irgendwann nach so vielen Jahren bist du so zermürbt, du denkst, nur weg hier, egal wie die Verhandlungen, du musst ja weg, das hält ja nicht mehr aus. Und dann ist damit alles gesagt. Ne? Freiwillig oder mit Dora ist da von den Alteingesessenen keiner weggegangen. Das ist jedem schwer gefallen. Ich gehe Teilzeit halt zu dieser Umschulung hin, dann habe ich nachmittags hier den Betrieb und wie gesagt noch eine Familie dabei. Und das ist halt einfach ein zeitlicher Spagat, der sehr schwierig zu managen ist. Ja, das muss man irgendwie alles schaffen. Also es ist eine wahnsinnige psychische Belastung im Moment für mich. Ich habe gerade vorgestern noch mit einem Bauern gesprochen, der erzählt mir, dass er schlaflose Nächte hat, dass er grübelt, dass er wach liegt nachts, dass er wach wird und einfach darüber nachdenkt, was mache ich nur, was mache ich? Hier gibt es genug alte Leute, die sagen, ich kann nicht mehr, ich ziehe doch nicht mehr weg, ich kann doch nicht mit 90 Jahren meine Sachen packen und noch mal neu anfangen. Das geht doch nicht. Wie kann ich einem 90-Jährigen klar machen, du musst jetzt all dein Hab und Gut zusammenpacken und du ziehst hier weg? Viele Leute sterben in diesem Prozess. Mein Vater hat 4 Wochen vor seinem Tod gesagt, als ich ihm das neue Grundstück am Ort zeigen wollte, sagt er zu mir, das will ich nicht sehen, ich ziehe unter die Erde. Und er ist 4 Wochen später gestorben, mit Ansage. Wie fühlt man sich? Kann man das nachvollziehen? Ich bin deutlich jünger, ich bin noch keine 80, aber selbst für mich ist das extrem hart, wenn ich meinen Kindern nicht mehr zeigen kann, wo ich früher gespielt habe oder was ich früher für Situationen wo erlebt habe. Ich kenne in diesem Dorf jeden Stein und kann zu jedem Stein erzählen, was da passiert ist. Und das ist bei den älteren Menschen noch viel, viel schwerer, weil die haben nichts anderes gesehen. Ich hatte das Glück, dass ich beruflich auch mal raus war für eine Zeit lang und auch die Welt sehen konnte. Das für die Generation meiner Mutter spielt sich alles nur in diesem Dorf ab. Und die sehen, dass das Dorf langsam stirbt. Wie hart muss das sein? So. Also er sagte letztens schon zu mir, ja, aber der Bagger darf nicht kommen, hier wohnen doch die Pferde und wenn der Bagger kommt, sind die Pferde alle tot. Das geht doch nicht. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass wir dann vorher alle umziehen und dass wir ein neues Zuhause kriegen. Ja, aber für ihn bricht alles zusammen. Ne? Ab und zu weint er auch und sagt dann, nee, ich will nicht, dass wir umziehen, ich will nicht, dass der Bagger kommt.
Ja. Es tut mir dann auch sehr leid, wenn ich ihm das dann so sagen muss, dass es wahrscheinlich so sein wird. Das ist alles viel zu stressig, was um uns herum ist. Erstens mal die ganzen Verhandlungen mit RWE, das ist schrecklich. Aber dann kommt man nicht drum rum. Ja? Und für ihn ist das noch schlimmer. Er will ja nichts davon wissen vom Wegziehen. Das war schon der Grund alleine, dass mein Mann eingeäschert worden ist. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass nachher der Sarg und was weiß ich, wie lange das noch dauert hier, dass die damit rumspielen und rumhantieren mit dem Kran. Ich sage, da kommt eine schöne Urne und die können wir mitnehmen. Ich sage, meine Eltern sind da auch, aber das ist schlimm, das sind schon 30, 40 Jahre. Ja, ich finde es halt super, dass im Moment so viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, dass sich so viele Menschen engagieren und dass endlich mal die Aufmerksamkeit da ist, die eigentlich der Klimaschutz verdient hat. Weil ich habe selber ein hohes Interesse daran, dass die Welt so bestehen bleibt, wie sie ist, oder beziehungsweise wieder ein bisschen verbessert wird. Wenn ich jetzt höre, dass da 5000 Menschen sonntags demonstrieren, dann überrascht mich das total. Es wird ja auch oft oder schnell gesagt, ja, da sind diese verrückten Aktivisten. Aber 5000 Menschen sind nicht verrückte Aktivisten. Also die Bewegung geht bis ins Bürgerliche. Da sind sehr viele Familien, Rentner, die einfach dahin gehen und sagen, das kann nicht sein. Und das freut mich immens, dass das wirklich angekommen ist in der Gesellschaft. Diese Diskussion wird so weit gehen, bis das Ende ist mit Kohle. Da bin ich ganz sicher. Es ist halt die Frage, wann. Und für mein Dorf wird es vielleicht zu spät sein, aber dass das Thema Kohle zu Ende ist, da bin ich ganz sicher. Dafür ist es jetzt zu breit in der Gesellschaft.